Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man Wareniki zubereitet. Wir beginnen hier mit der Zubereitung des Teigs. Zerschlagt hierzu 2 Eier in einer Schüssel, tut ca. 2 Teelöffel Salz hinzu, und fügt eine Tasse lauwarmes Wasser hinzu. Dabei so lange umrühren, bis die ganzen Zutaten sich vermischt haben. Nehmt nun eine separate Schüssel und tut ca. 750 Gramm Mehl hinein. Anschließend kommt ca. 2 Esslöffel mit geschmolzener Margarine oder Butter mit in die Schüssel. Jetzt könnt ihr das Wasser-Ei-Gemisch nach und nach zu dem Mehl hinzufügen und dabei ständig umrühren bzw. kneten. Wer von euch eine Küchenmaschine besitzt, kann diese natürlich gerne benutzen und da den Teig drinne kneten. Wenn der Teig eine schöne gleichmäßige Form angenommen hat, könnt ihr etwas Mehl drüber streuen und das Ganze in einer Plastiktüte oder so einem Zipbeutel in den Kühlschrank packen für ca. 2 Stunden. Hier gibt es 2 Optionen. Ihr könnt euch den Kartoffelpüree anrühren oder ihr macht ihn selber, so wie ich es hier in dem Fall getan habe. Schält dabei die Kartoffeln, bringt die Kartoffeln anschließend zum Kochen mit reichlich Salzwasser. Gießt nun das Wasser ab und fangt an, die Kartoffeln zu stampfen. Ich tue hier noch ein Ei hinzu und je nach Bedarf Salz. Hier packe ich nur das restliche Mehl nochmal auf eine Arbeitsfläche. Ich schneide ca. 1/4 des Teigs ab und arbeite erstmal damit weiter. Streut etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, damit der Teig nachher nicht dran haften bleibt, und natürlich auch das Nudelholz. Den Teig rolle ich zu einer Teigschlange aus. Anschließend schneide ich kleine Stückchen vom Teig ab. Die sind ca. 2 Finger breit. Die Teigstückchen drücke ich mit der geschnittenen Seite auf das Mehl und presse dabei leicht drauf. Dann drehe ich sie um und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Ich habe hier nochmal 1/4 vom Teig genommen. So konnte ich mehrere Wareniki auf einmal machen. Ich habe euch hier nochmal eine Slow Motion eingefügt, so könnt ihr sehen, wie ich den Teig ausrolle. Sollte der Teig bei euch zu sehr an der Arbeitsfläche haften, tut einfach noch ein bisschen Mehl unten drauf. Kommen wir zur Füllung. Dabei nehme ich ein ausgerolltes Teigstück, packe in die Mitte ein Klecks vom Kartoffelpüree und nun verklebe ich die Seiten. Dabei lege ich sie einmal übereinander und presse mit den Fingern drauf. So verschließen die sich.
Umklammert den Vareniki nun, sodass euer Daumen unten ist und presst einmal runter. Da kriegt er die Form, wie ich sie euch jetzt zeige. Für die Kamera habe ich es einfach anders gehalten. Das wiederholt ihr nun bei allen Vareniki. Diesen Schritt könnt ihr gerne ignorieren, falls ihr schon auf der Arbeitsfläche angefangen habt, wo euer Kochtopf stehen wird oder wenn eure Arbeitsfläche vielleicht auch größer ist als meine. Ich habe hier nochmal alle Vareniki genommen, die Arbeitsfläche vorher mit Mehl ausgesiebt und habe anschließend die Vareniki draufgepackt, damit ich einfach schneller beim Kochen und beim Braten sein kann. Ich habe hier einen großen Kochtopf mit Wasser und eine Menge Salz auf den Herd gestellt. Während wir darauf warten, dass das Wasser anfängt zu kochen, bereite ich hier schon mal meine Arbeitsfläche vor. Dafür hole ich eine große Pfanne mit einem Stück Butter raus, ebenfalls eine Schüssel, wo nachher die Vareniki reinkommen und natürlich eine Schöpfkelle. Wenn das Wasser kocht, könnt ihr die Vareniki hineintun. Dabei bitte darauf achten, dass ihr nicht zu viel hineingebt. Ich habe hier einen großen Kochtopf benutzt und habe deshalb 16 Stück auf einmal hineinbekommen. Rührt das Ganze noch einmal um, damit der Teig nicht am Boden haften bleibt. Sobald ich den Kochtopf geschlossen habe, mache ich die Pfanne an, damit die Butter drin schmelzen kann. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, nehme ich sofort den Deckel ab und lasse die Vareniki ca. 2 Minuten weiter köcheln. Dieser Schritt ist optional, ich finde aber, er verleiht dem Ganzen viel mehr Geschmack. Und das ist, dass wir die Vareniki nochmal anbraten. Wir packen also alles vom Kochtopf in die Pfanne und schließen sie mit einem Deckel. Natürlich nachdem wir das Ganze gerührt haben. Nun wiederholen wir das Ganze, indem wir wieder Vareniki in den Kochtopf packen, das Ganze mit einem Deckel verschließen und warten, bis es anfängt zu köcheln. Lasst euch am besten nicht von einem Telefonat ablenken, so wie ich hier, sonst überschwemmt ihr die Küche. Sobald ich den Deckel vom Kochtopf entfernt habe, tue ich das Ganze auch mit der Pfanne. Da kommt also der Deckel ab. Ich rühre die Vareniki wieder. Nach 2 Minuten kommen die Vareniki aus der Pfanne, dann in die Schüssel. Bevor ihr nun die Vareniki aus dem Kochtopf in die Pfanne tut, packt vorher noch ein Stückchen Butter rein, damit die Vareniki nicht anbrennen. Das Ganze wiederhole ich dann so lange, bis ich keine Vareniki mehr auf der Arbeitsplatte habe. Das sind die fertigen Vareniki. Ich habe mir jetzt nur 4 Stück erstmal aufgelegt. Natürlich werde ich nicht nur 4 Stück essen. Und ich kann euch nur empfehlen, packt Schmand mit rein. So schmecken sie nochmal viel besser. Guten Appetit!